Ein einziger Satz genügt, um die Londoner Kunstwelt in ihren Grundfesten zu erschüttern. Ich hätte nie erwartet, dass ein von Geckenhaftigkeit besessener Künstler darum bittet, 200 Guineen zu erhalten, weil er dem Publikum einen Topf Farbe ins Gesicht geschleudert hat. Mit dieser vernichtenden Kritik belegt der einflussreiche Kunstkritiker John Ruskin ein Bild, das heute als Meilenstein auf dem Weg zur Abstraktion gilt. James Abbott McNeill Whistlers Nocturne in Black and Gold, The Falling Rocket. Whistler verklagt Ruskin wegen übler Nachrede. Der Prozess im November 1878 wird zur viel beachteten Arena einer fundamentalen Auseinandersetzung über die Natur der Kunst. Muss ein Bild in mühsamer handwerklicher Arbeit nach akademischen Traditionen erstellt sein und darüber hinaus eine moralische Botschaft aufweisen? Oder soll es vielmehr als rein ästhetische Erfahrung autonom stehen? Historisch betrachtet ist Nocturne in Black and Gold ein Dokument des sich rapide industrialisierenden Londons. Das Werk zeigt eine nächtliche Szenerie in den Cremorne Gardens, einem populären Vergnügungspark am Ufer der Themse. Dargestellt ist der flüchtige Moment, in dem eine Rakete eines Feuerwerks in der Dunkelheit über dem Fluss explodiert. Der allgegenwärtige Smog aus Fabrikschloten und Kohleöfen und das künstliche Licht der Gasbeleuchtung bilden die atmosphärische Voraussetzung für die besondere Farbigkeit des Bildes. Whistler bricht mit der Erwartung an eine exakte und detaillierte Wiedergabe der Situation. Stattdessen nutzt er in den sich im Dunst auflösenden Formen eine gedämpfte Palette aus Schwarz-, Blau- und Grünwerten, in die schweflige Goldtöne als Lichtakzente gesetzt sind. Räumliche Tiefe wird durch Tonwertabstufungen und die Dichte der lasierend in dünnen, transparenten Schichten aufgetragenen Farbe erzeugt. Whistler wählt für die Szene ein Hochformat, das die vertikale Dynamik des herabsinkenden Funkenregens verdeutlicht. Entgegen dem ersten Eindruck offenbart sich dabei eine hochgradig kontrollierte Komposition der Bildfläche in 3 horizontale, auch räumliche Struktur schaffende Zonen. Ein dunkles, fast amorphes Band im unteren Drittel deutet das Ufer und schemenhafte Figuren an, während der obere Bereich vom atmosphärischen Dunst und dem herabsinkenden Goldregen dominiert wird. Dazwischen liegt der Fluss, mystisch still, den Himmel und vereinzelte Lichtspuren spiegelnd. Diese Reduktion ist nicht nur atmosphärisch bedeutsam, sie folgt in der asymmetrischen Gewichtung der Bildelemente und der Reduktion auf wenige, ausdrucksstarke Tonwerte einer deutlich vom Einfluss des Japonismus geprägten Bildauffassung. Auch die Maltechnik ist einer bewussten Ökonomie untergeordnet. Die Farbe wird teilweise so stark verdünnt, dass sie eher an Aquarell als an klassische Ölmalerei erinnert. Ein Verfahren, das die Flüchtigkeit des dargestellten Lichtphänomens zusätzlich betont. In der grundsätzlichen kompositorischen Anlage des Werks zeigt sich eine überraschende und doch konsequente Parallele zu Caspar David Friedrichs Mönch am Meer, das in seiner Radikalität mehr als 150 Jahre zuvor, ebenso wie Whistlers Werk, nicht nur Freunde fand. Beide Bilder thematisieren, radikalisieren die Leere und minimieren die gegenständlichen Ankerpunkte zugunsten einer alles umschließenden Atmosphäre. Wo Friedrich jedoch die Unendlichkeit der Natur und die Einsamkeit des Menschen vor dem Transzendenten einfängt, säkularisiert Whistler dieses Prinzip. Die Reduktion dient so nicht einer religiösen Kontemplation, sondern einem Streben nach ästhetischer Harmonie. Während Friedrichs Mönch als Identifikationsfigur im Bild steht, löst Whistler die Figuren am Ufer beinahe vollständig auf. Er setzt metaphysische, bedeutungsschwere Tiefe durch die Oberflächenwirkung der Farbe. Dieser Ansatz wird durch den Titelbegriff der Nocturne noch unterstrichen, eine Entlehnung aus der Musik, mit der stimmungsbetonte Stücke beschrieben werden, die weder in der Komposition noch in ihrer Besetzung einer festgelegten Form folgen. Diese Benennung verdeutlicht also, wie nahe der Amerikaner Whistler der Vorstellung der Art for Art's Sake des britischen Aesthetic Movements stand. Ein Bild soll nicht belehren, nicht moralisierend oder sentimental eine Geschichte erzählen, vielmehr soll es als visuelle Entsprechung einer musikalischen Komposition wirken, durch Duktus und Farbe den ästhetischen Sinn ansprechen, um assoziativ zu wirken, statt konkrete narrative Inhalte aufzuzeigen.
In der über 30 Gemälde umfassenden Reihe der Nocturnes verfolgt James McNeill Whistler dieses Ziel, die Malerei von der Last der erzählerischen und moralischen Belehrung zu befreien, konsequent. Das leitende Prinzip ist hierbei der Tonalismus. Durch extrem dünne Lasuren und eine radikal reduzierte Palette fein abgestufter Tonwerte löst er feste Konturen auf, um die Atmosphäre zum eigentlichen Bildgegenstand zu erheben. Die Intention dieser Serie liegt also in der Schaffung einer autonomen ästhetischen Ordnung, der Verschiebung vom Was der Darstellung zum Wie der Wahrnehmung. Das Bild fungiert somit nicht mehr als Fenster zu einer Geschichte, sondern als eigenständiger Resonanzraum für Farbe und Stimmung. Der etablierte Kritiker John Ruskin, Verfechter eines moralisch aufgeladenen Naturalismus, sieht in der Skizzenhaftigkeit von Whistlers Arbeiten einen Mangel an künstlerischer Aufrichtigkeit. Für Whistler hingegen ist die Qualität eines Werkes nicht an der Dauer der Ausführung oder der Detailfülle zu messen, sondern an der Klarheit seiner gestalterischen Vision. Der juristische Kampf um die Nocturne bedeutet für ihn die Verteidigung der Freiheit, dass Kunst nichts erklären muss, um etwas zu bedeuten. Das Werk fordert einen aktiven Betrachter, der bereit ist, das Sehen selbst als Gegenstand wahrzunehmen, der die Erkenntnis zulässt, dass die Wahrheit eines Bildes nicht in einer erzählten Welt hinter der Leinwand liegt, sondern vielmehr in der Organisation von Licht, Farbe und Raum auf ihrer Oberfläche. Whistler gewinnt schließlich den Prozess, doch die ihm vom Gericht zugesprochene Entschädigung von nur einem symbolischen Farthing sowie der aus der juristischen Schlammschlacht für seinen künstlerischen Ruf entstandene Schaden ruinieren ihn finanziell. Zugleich aber ebnet die Entscheidung indes den Weg für die unaufhaltsam in England, aber auch im französischen Impressionismus heranbrechende Moderne.